Wir sind heute im Hallenstadion an der Probe vom Art on Ice und ich bin unfassbar froh, wer ich heute als Gast habe, nämlich der ganz frischbackene Europameistergewinner, der Lukas Britschgi. Herzlich willkommen, Lukas. Danke vielmals, hallo. Es ist erst ein paar Tage her, dass du einen Titel geholt hast, und zwar sehr einen emotionalen. Du hast den Europameisterschaftstitel geholt. Wie fühlt sich das an? Ja, ich bin ehrlich, langsam kann ich es ein bisschen verarbeiten. Ich habe jetzt auch endlich mal gestern ein bisschen mehr Zeit gehabt, zumindest am Abend. Vorher hatte ich wirklich noch gar keine Zeit gehabt. Es ist sehr viel Trubel um mich herum mit den Medien etc. Von dem her hat es schon ein bisschen gedauert, dass wir das Ganze verarbeiten. Aber ja, langsam realisiere ich es und es ist emotional mega schöner Moment. Ja, meinen Europameistertitel haben wir schon sehr lange nicht mehr in der Schweiz. Von dem her ist aber auch für mich persönlich der grösste Erfolg, den ich bis jetzt hatte. Und ja, es bedeutet mir schon sehr viel und vor allem auch für das Eiskunstlauf in der Schweiz, um das ein bisschen zu pushen. Ich glaube, wir haben viele neue Fans und viele neue Leute dazu gewonnen in diesem Sport. Mir ist vor allem eine Szene sehr in Erinnerung geblieben und das war die Medaillenverleihung. Habe ich am Fernsehen mitverfolgt, auch dein Gesicht oder dein Gesichtsausdruck. Ist man sich da bewusst, ich bin jetzt in diesem Moment der Beste in ganz Europa? Ja gut, ich bin immer so selbstkritisch und sage, ich bin nicht der Beste, auch wenn ich Gold gewonnen habe. Aber nein, in dem Moment bin ich ehrlich, nein, überhaupt nicht. Also ich habe nicht einfach nur Leere, ich habe nicht gewusst, wie ich die Emotionen verarbeiten sollte, was für Gedanken ich haben sollte. Ich habe es probiert, irgendwie wahrzunehmen, aber ich bin ehrlich, es ist mir auch nur so halb gelungen. Ich mag mich auch nicht mehr alles ganz erinnern von dem Tag. Aber ja, es ist sicher, jetzt ich habe mal noch die Videos im Nachhinein angeschaut, um nochmal das ganze Revue zu passieren lassen. Und ja, dann habe ich es ein bisschen mehr realisieren. Ich glaube, das braucht noch eine Weile, bis man das wirklich versteht, was da eigentlich passiert ist. Auf jeden Fall herzlichen Dank, hast du uns die Emotionen geschenkt, weil das Zuschauen macht auch sehr grosse Freude. Sag mal, Lukas, hast du die Medaille jetzt ständig dabei? Ja, ständig nicht, aber für so spezielle Events habe ich sie sicher auch dabei. Sie hat extra für uns mitgebracht, sag mal. Genau, das ist eine Goldmedaille. Wird die einen speziellen Platz bei dir daheim bekommen? Ja, auf jeden Fall. Ich habe zwar noch keinen ausgemacht, aber muss man jetzt überlegen, im Zimmer oder im Wohnzimmer, dass ich die irgendwo schön aufhängen kann. Du hast mir letztes Jahr erzählt, wir haben das schon mal getroffen, dass Titel nicht unbedingt das ist, was dich motiviert. Ich habe gestern den Empfang erleben dürfen. Für dich hat es einen Empfang gegeben, mit ganz vielen Fans. Ist das auch etwas, was dich motiviert? Der Kontakt zu den Fans, wenn sie bei dir stehen und mit strahlenden Augen dich anschauen? Ja, also grundsätzlich, es ist mega schön zu sehen, dass wirklich so viele Leute auch gestern an den Empfang gekommen sind. Hätte ich niemals erwartet, dass ich trotzdem noch so viele Leute mitreißen kann in meinen Erfolg. Es ist unglaublich schön und schätze ich auch mega. Ich bin zwar nicht unbedingt der immer im Rampenlicht stehen, ich habe gerne meine Ruhe. Aber ich meine, so Momente, die werden sicherlich immer in meiner Erinnerung bleiben. Es ist mega schön. Und ja, freue mich auch, dass ich so viele Leute mitreißen kann in meinem Programm, in meinem Wettkampf. Also nur schon der Moment, ich habe es gestern schon gesagt beim Empfang, als ich aufs Eis gekommen bin und mich präsentiert habe für meine Kühe. Ich hatte Gänsehaut vor dem Programm, weil es einfach so viele Schweizer Flaggen hatte, so eine laute Stimmung in der Eishalle war. Das habe ich noch nie für mich selber. Und ja, es bedeutet mir mega viel, dass ich wirklich jetzt so eine Fangemeinschaft schon dazu gewinnen und dass sogar Leute an die Wettkämpfe mitreisen, also nicht nur wegen mir, aber sicher auch wegen den anderen, aber auch wegen mir, um mich zu schauen. Ja, es ist mega schön. Es ist wirklich sehr schön, auch viele Emotionen. Wir sind auch heute an einem Ort, wo viele Emotionen auslösen wird, am Art on Ice. Wir sind aber noch lange nicht am Ende der Saison, der Kunstlaufsaison. Da stehen noch andere Meisterschaften an. Wie ist das für dich, wenn du da innerhalb der Saison so eine Show laufen darfst? Gut, ich meine, Art on Ice ist nicht eine normale Show. Es ist sicher ein mega spezielles Event und es ist für alle, die da dabei sind, es ist sicher auch eines der Highlights in dieser Saison. Eben im Hallenstadion gefühlt vor 10'000 Leute aufzutreten oder in Fribourg Davos. Plus für mich oder für die Schweizer ist es nochmal speziell vom heimlichen Publikum. Das macht es nochmal das Ganze nochmal ein bisschen spezieller. Und ja, ich glaube, der Zeitpunkt ist nicht mal so schlecht, weil es ist eine relativ lange Zeit zwischen der EM und der WM. Also die Weltmeisterschaft ist erst Ende März. Von dem her, die 2 Wochen jetzt überbrücken ein bisschen die Zeit. Und wir können ja gleichzeitig immer noch trainieren. Und ich bin ehrlich, das Training da ist vielleicht sogar noch besser manchmal, weil ich einfach noch mit dem Adam, mit dem Ilya oder mit wem auch immer da auf dem Eis kann sein, also mit den besten Eisläufern der Welt. Das pusht sicher auch da unsere Trainings und wir trainieren schon immer wieder nebenbei, neben der ganzen Probe. Von dem her, es ist nicht nur Show, es ist auch noch Training nebenbei. Ja.
Wir freuen uns sehr. Was dürfen wir denn erwarten dieses Jahr von dir am Art on Ice? Wirst du wieder Sprünge machen über Schanzen? Nein, das Jahr nicht. Man sieht es im Hintergrund, die Ramp-Guys sind da schon fleissig am Trainieren. Nein, dieses Jahr habe ich Nummer ohne die. Ich laufe zum Stress, von dem her wird es sicher etwas Spezielles, Neues für mich. Ich probiere mich in eine neue Persönlichkeit versetzen und sicher wird es sehr, sehr cool, viel Energie, coole Show und also ich glaube auch mit der Musik und alles, mit dem Stress haben wir jetzt gerade noch nicht kennengelernt, aber ich glaube heute kommt er jetzt vorbei und nehme mich mal Wunder, wenn wieder ganz rauskommt. Das wird sicher phänomenal. Wir sind hier am Art on Ice, jetzt haben wir vorhin noch von der WM geredet. Was sind so deine Zukunftspläne, so kurzfristig, aber vor allem auf 26 rausgesehen? Ja, du sprichst schon an 26. Ja, nächstes Jahr haben wir die Olympischen Spiele in Milano. Von dem her, das ist jetzt sicher das große nächste Ziel, mich erstmal dafür zu qualifizieren, beziehungsweise für die Schweiz einen Quotenplatz zu holen. Das kann ich an der Weltmeisterschaft jetzt Ende März in Boston. Von dem her, da ist sicher mal das erste ganz große Ziel, um dort ins Finale zu kommen und den Quotenplatz sicher mal zu holen für die Schweiz. Vielleicht sogar 2 Quotenplätze, wenn ich ins Top 10 komme. Und dann nächstes Jahr, wie schon gesagt, Olympische Spiele, das ist ein grosses Ziel von mir. Ein Traum, wenn ich es wieder schaffen könnte, dort auf der Bühne zu sein und die Schweiz zu vertreten, das wäre sicher das grosse Ziel. Tut man sich da anders vorbereiten, wie jetzt in den letzten 12 Monaten, oder wird das genau gleich ablaufen? Nein, also gut, die letzten 12 Monate sind sicher noch ein bisschen spezieller mit meiner Verletzung, da ich nicht ganz so viel trainieren konnte, wie erhofft oder gewollt. Aber grundsätzlich wird ich wahrscheinlich nichts groß verändern. Es ist sicher noch mal extra Motivation, die es gibt. Aber ja, Trainings haben sich, glaube ich, gut ausgezahlt. So die Trainings, die wir hatten, der Trainingsplan etc. Von dem her wird ich da eigentlich nichts groß ändern. Never change a running system. Manchmal müssen wir es zwar, aber in dem Fall glaube ich nicht. Von dem her, wird es so bleiben. Wir sind sehr gespannt, was passiert. Toi, toi, toi für die Saison. Ich möchte aber gleich auch noch etwas anderes ansprechen, weil du bist nämlich nicht nur dort in einem Endspurt oder in einem sehr speziellen Sprint drin. Du studierst auch noch. Wie weit bist du jetzt? Ja, zum Glück fast fertig. Also fast fertig mit dem Bachelor. Ich bin jetzt im letzten Semester noch eine Prüfung und dann eine Bachelorarbeit von meinem BWL-Studium. Und im Sommer ist es dann auch endlich mal so weit. Wie bringst du das alles unter einen Hut? Geht das oder musst du gewisse Sachen auch mal verschieben? Ja, es geht ziemlich gut. Also ich studiere im Teilzeitmodell, von dem habe ich 8 statt 6 Semester, damit ich es wirklich unter den Hut bringe. Vollzeit wäre, glaube ich, nicht möglich gewesen. Plus es ist ein Fernstudium, von dem kann ich mir eigentlich alles selber einteilen. Es braucht zwar viel Disziplin, dass man sich dann auch immer wirklich selber einteilt und alles, aber die habe ich zum Glück. Von dem her kriege ich es eigentlich wirklich gut unter den Hut. Ich muss halt schon schauen mit den Wettkämpfen und alles, dass ich nicht während der Wettkampfprüfungen schreibe, sondern meistens vorher. Aber bis jetzt bin ich eigentlich sehr gut dabei. Das freut mich sehr. Vielen herzlichen Dank, Lukas, bist du da gewesen. Viel Erfolg für deine Zukunft, sowohl im Studium als natürlich auch auf Eis. Danke, bist du da gewesen. Danke vielmals.